Auch wenn es auf meinem Kanal schon Videos zum Thema Aufstieg gibt, möchte ich deinen Blick heute ganz speziell auf 3 Fragen lenken. Was bedeutet eigentlich Aufstieg? Warum ist Selbstverantwortung die Voraussetzung dafür, dass der Aufstieg für dich kommt? Und wie gelangst du in die Selbstverantwortung? Wer meinem Kanal schon ein Weilchen folgt, der weiß, dass ich seit mittlerweile 9 Jahren täglich meditiere und dadurch auch jede Menge Botschaften aus der geistigen Welt erhalte. Dennoch hat jeder als individuelles Seelenfragment, so will ich es mal ausdrücken, inkarniert in einen menschlichen Körper, einen ganz individuellen Seelenweg und mithin auch eine individuelle Wahrheit. Also prüfe für dich immer, inwieweit das, was wir hier heute besprechen, sich für dich stimmig anfühlt. Dann und nur dann nimm daraus die Inspirationen, die für dich passen, und das andere lässt du einfach am Rande liegen. Was hat es mit diesem sogenannten Aufstieg auf sich? Wenn ich mit verschiedenen Leuten spreche, dann merke ich, dass so manch einer immer noch denkt, dass da irgendetwas von außen kommt, was uns nach oben bringt, wohin auch immer. Meine Auffassung dazu, auch im Austausch mit der geistigen Welt, ist eine andere. Diese Prozesse des Aufstiegs sind innere Prozesse. Also jeder Einzelne geht diesen Weg für sich in seinem Tempo. Und das hat etwas mit unserer Schwingung zu tun. Aufstieg impliziert ja schon irgendwie, die Schwingung erhöht sich. Und jetzt wissen wir alle, wir kommen manchmal in einen Raum oder eine Situation oder mit Menschen zusammen, wo wir sofort denken, oh, hier ist aber eine schlechte Stimmung. Ja, riecht es schlecht? Wenn es schlecht riecht, deutet das auch durchaus auf eine niedrige Schwingung hin. Nimm nur mal den Müllcontainer. Und insofern, Aufstieg heißt Schwingungserhöhung. Schwingung erhöhen kannst nur du bewirken, du allein. Niemand kann deine Schwingung von außen dauerhaft erhöhen. Das wird nicht funktionieren. Jetzt sind wir direkt angekommen beim Thema Selbstverantwortung. Lass uns das ein bisschen von mehreren Seiten beleuchten. Was heißt das? Selbstverantwortung zu übernehmen heißt voll verantwortlich, also zu 100% verantwortlich für das, was in deinem Hirn sich abspielt, also für dein Denken, für das daraus resultierende Fühlen und für dein Handeln. Das bedeutet, in dem Augenblick, wo du spürst, dass du innerlich in Aufruhr bist, nicht im Frieden mit dir bist, wenn du merkst, dass du gesundheitliche Probleme hast und dich nicht darum kümmerst, dann nimmst du deine Selbstverantwortung nicht wahr. Natürlich bist du nicht der Arzt, der dir ein gebrochenes Handgelenk, so wie es mir im letzten Jahr gegangen ist, selbst heilen kann. Vielleicht können wir das in 50 Jahren alles selber tun. Keine Ahnung. Heute musst du zum Arzt gehen. Aber wenn du dir denkst, ach, es geht schon so, und dann ist dein Handgelenk irgendwie und du hast Schmerzen, dann bist du deiner Selbstverantwortung, um es mal an diesem simplen Beispiel zu erklären, nicht gerecht geworden. Oder schau dir an, wie du lebst, wer deine Freunde sind, wer deine Partner sind, wie dein Jobumfeld ist, dein gesamter Wirkungskreis im ganz engen und auch im weiteren. Bist du damit zufrieden? Ist alles super und tutti paletti, dann wirst du auch in einer recht hohen Schwingung dich befinden. Wenn du jedoch merkst, dass es da brodelt und köchelt und du im Grunde im Unfrieden mit dir bist und dennoch nichts tust,
dann entziehst du dich deiner Selbstverantwortung und dann kann es gar nichts werden mit dem Aufstieg. Wie können wir dann nun in die Selbstverantwortung gehen? Wir alle haben gelernt bei Zeiten, dass es leichter ist, wem auch immer die Schuld daran zu geben, dass es uns heute so oder anders geht. Kannst du machen, bringt dich jedoch keinen Schritt weiter, nach meiner Erfahrung. Nehmen wir mal so ein simples Beispiel. Ein kleiner Junge, der eher so der zart beseitete ist, was ja nicht schlecht ist, weil er Zugang zu seinen Gefühlen hat, wird von seinem robusten Vater immer wieder gehänselt: Aus dir wird nie ein starker Junge, aus dir wird nie ein richtiger Mann. Brauche ich gar nicht weit gehen, habe ich in der Nachbarschaft und höre solche Worte von Vätern, die so ihre kleinen Jungs auch heute noch malträtieren. Dieser kleine Junge kann zwei verschiedene Dinge beschließen. Entweder sich abducken und später als erwachsener Mann wird aus ihm vielleicht ein Loser, oder aber er ist schon aufmüpfig als Kind, sieht zu, dass er irgendwelche Sportarten macht, um es seinem Vater irgendwann beweisen zu können, dass er doch ein starker Mann ist. Was dieser heute kleine Junge und später starke Mann vielleicht jedoch dabei außer Acht lässt, ist: Was will seine Seele denn wirklich? Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Was heißt es jetzt, in die Selbstverantwortung zu gehen? Das heißt, in die Tiefe zu gehen, in dein Herz zu gehen. Schauen, was will dein Herz wirklich? Was braucht es für seine Heilung? Brauchst du dazu vielleicht Unterstützung von Coaches, von Therapeuten? Oder schaffst du es allein, indem du dich meditativ mit diesen Themen auseinandersetzt? Höre auch auf deine Körpersignale. Schulter- und Nackenverspannungen, Rückenschmerzen, hast du pausenlos Migräne oder was sonst noch? All das sind Zeichen, sind Botschaften deines wahren Wesens, die dir signalisieren, dass es Zeit ist, sich darum zu kümmern. Und wenn du in deinen inneren Frieden auf diese Weise kommst, dann erhöht sich deine Schwingung automatisch und du machst den Aufstieg, wie es immer so schön genannt wird, automatisch mit Körper, Geist und Seele, mit deinem gesamten Sein und bist ein Vorbild, ein Leuchtfeuer für dein kleines und dein größeres Umfeld. Wenn dir dieses Video etwas gegeben hat, würde ich mich über einen Daumen hoch von dir freuen und auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und sag bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.